Willkommen im Tartaria Channel. Hier ist wieder euer Steven mit einem neuen Beitrag, den Kiefernzapfen. Den habe ich schon im Livestream vorgestellt und jetzt wie gewünscht in Deutsch für dich. Es gibt eine mysteriöse und schöne Verbindung zwischen menschlicher DNA, Kiefernzapfen und Kiefern, der Zirbeldrüse und dem Licht. Menschen teilen nicht nur etwas DNA mit Kiefern, sondern es gibt auch Kiefernarten, die als diejenigen identifiziert werden können, die die größten Genomen haben und die mit dem menschlichen Genom sequenziert wurden, das 3 Milliarden Basenpaare enthält. Es wurde gezeigt, dass eine Kiefer 22 Billionen Basenpaare enthält, was bedeutet, dass eine Kiefer mehr als 7-mal so viel genetisches Material hat. Diese Paare bilden Sequenzen, die Gene genannt werden. Diese Sequenzen weisen Zellen an, Proteine herzustellen. Indigene Völker verwenden Kiefern, Nadeln und Kiefernrinde seit mindestens Hunderten von Jahren. Viele Menschen auf der ganzen Welt nutzen und erforschen weiterhin die kraftvollen nützlichen Verbindungen von Kiefern. Warum nutzen die Einheimischen diese im Winter? Natürlich zur Unterstützung der Atmung und Immunfunktion. Im Jahr 1536 kehrte Jacques Cartier zu seiner kränkelten Mannschaft zurück, der Pinienrinde von den Irokesen bekam, um sie mit dem benötigten Vitamin C zu versorgen, das später in Kiefernrinde gefunden wurde. Damals enthielt Kiefernrinde Verbindungen, sogenannte Oligomere. Proanthocyanidin-Verbindungen funktionieren als starke Radikalfänger, diese OPCs sind positiv bekannt. Der Einfluss auf die Hämodynamik wie homöostatische Prozesse im Körper beeinflussen die Dynamik des Blut- und Herz-Kreislauf-Systems. Andere Kiefernarten sind die höchste natürliche Quelle von Phytohormone, Prognosteroide und Phytoandrogene. Diese Verbindungen unterstützen die endokrine Hormone und die Nebennierenfunktion, ohne den Körper zu überfordern oder zu reizen. Zudem lösen sie diese starke bioaktiven Reaktionen im Körper aus und stimulieren so die Expression von genetischem Material, das mit Langlebigkeit, Signalwegen und der Aktivierung angeborener Immunzellen verbunden ist. Kiefernpollen sind die höchste natürliche Quelle dieser Phytohormone und enthalten über 200 weitere bioaktive Substanzen. Die darin enthaltenen Nährstoffe haben die Form von Mickey Maus, einer Art Pollenkorn. Es ist eine einzelne lebende Pflanze mit Zellen und 2 Ohren, die Luft einschließen und Pollenkörner dabei helfen, Verbindungen zu transportieren. Zucker, auch Polysaccharide genannt, arbeiten mit starken Antioxidanten zusammen, um die Pollen-DNA vor Strahlung und Umwelteinflüssen zu schützen. Sobald das Korn auf einem Kiefersamen landet, muss es mit seinen Samen haften bleiben, damit der Keimfaden für ein ganzes Jahr einen zweiten Ausbruch im Folgejahr erleidet. Dies bewirkt, dass seine DNA intern übertragen wird. In Pollen sind reichlich Aminosäuren, Vitamine, Mineralien, Phytoandrogene und andere Nährstoffe vorhanden, die ein schnelles anaboles Wachstum bewirken. Im 2. Jahr brach durch die Stimulation eine große Menge Pollen aus, was viele Menschen ärgerte. Pollen von Ponderosa und Pinusarten reagieren selten negativ auf Menschen und wurden in traditionellen Völkern verwendet. Es wird seit 2000 Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet, um Gesundheit, die Fortpflanzung und die Libido des Körpers zu unterstützen. In der Natur ist dies die höchste Quelle für DHEA, Dehydrogenase. Androsteron ist ein Steroid, aus dem männliche und weibliche Hormone hergestellt werden. Es ist als hemmendes Hormon bekannt und wurde ausführlich auf seine Beziehung zur Stimmung im Gehirn untersucht. Der Ausblick und die neurobiologischen Phänomene in der Fachzeitschrift Nature hat ein Shockwave-Paper veröffentlicht, das zeigt, was mit dem menschlichen Gehirn passiert, wenn DHEA vorhanden ist, und zeigte im Vergleich mit Placebo-DHEA, dass sich die Aktivität in der Amygdala und Hippocampus verringerte und verbessert Konnektivität zwischen den beiden und erhöhte die Aktivität im Kortex. DHEA reduziert die Speichergenauigkeit für emotionale Reize und reduziert die Tätigkeit in Regionen, verbunden mit dem konjunktiven Gedächtnis kodiert. Die Auswirkung des daraus resultierenden Ergebnisses zeigte, dass DHEA gesund unterstützt.
Die Aktivität in Regionen, die mit der Erzeugung negativer Emotionen verbunden sind, und verstärkte Aktivität in den verbundenen Regionen Regulierungsprozesse, also die Fähigkeit, Emotionen zu verarbeiten. Die ausgewogene und gesunde Weise war positiv beeinflusst des DHEA. Es ist auch als starke Verbindung in seiner Fähigkeit bekannt. Diese stimulieren zwei wichtige Neurotrophine, bekannt als Nervenwachstumsfaktor NGF und aus dem Gehirn stammender Neurotropher-Faktor BDNF. Die Aktivierung dieser Rezeptoren regulieren die gesunde Produktion von neuen Neuronen und die Aufrechterhaltung der bestehenden Neuronen und ihre axonalen und tentrischen Verbindungen. Die reichliche Produktion von NGF und BDNF im menschlichen Körper unterstützt die biologischen Funktionen von erhöhten geistigen und körperlichen Energieleveln, Muskelstärke, des Immunsystems und der Stoffwechselfunktion. Und das nur, weil die Pollen aus den Tannenzapfen kommen. Seine symbolische Verbindung zur Zirbeldrüse und spirituelle Traditionen sind faszinierend für viele. Die Fontana della Pina beim Vatikan zeigt einen Tannenzapfen, von dem viele glauben, dass er das Wissen über die Zirbeldrüse repräsentiert. Die Zirbeldrüse produziert Melatonin und hilft, den zirkadianen Rhythmus zu regulieren, Rhythmen und Zyklen des Lichts basierend auf Photonen, die auf die Netzhaut des Auges treffen und eine Folge von verschiedenen elektrophysiologischen Wirkungen der Zirbeldrüse stimulieren. Es wurde auch gezeigt, dass die Drüse eine enge Verbindung zum Hypothalamus hat. Hypophysen-Nebennierenachse HPA-Achse. Die einzigartige Kombination von Kiefernpollen ist aus Nährstoffen und Phytohormonen, die das Gehirn funktionell stimulieren. Dies ist ein hochgeschätztes Lebensmittel aus einer besonderen Quelle, der Kiefer. Die Polle ist rohlebend und muss seine Zellwände nicht in Kiefernpollen aufbrechen zur Nährstofferhaltung und Maximierung. Es sollte roh und am Leben erhalten werden. Die meiste Potenz der Pflanze verbindet diese bestimmte Quelle und verwendet auch eine Extraktionsmethode, die nicht irgendwo anders auf der Welt verwendet und produziert wird. Eine lebendige goldgelbe Farbe, die Verbindung von Abundant Living in der Kiefernpollen präsentiert wird.